Hallo und herzlich willkommen auf dem PLW History Kanal. Heute anlässlich des unglaublich schönen Wetters haben wir Aceton eingeladen, um euch hier im Wald bei Eiseskälte ein bisschen was über die Unterschiede der Winterbekleidung der deutschen Armee zur zaristischen Armee im Ersten Weltkrieg zu erzählen. Winterbekleidung im Ersten Weltkrieg ist natürlich ein schwieriges Thema. Alle Kriegsparteien sind davon ausgegangen, dass der Krieg noch vor Weihnachten gewonnen wurde. Dem war nicht so. Dementsprechend mussten sich alle Kriegsteilnehmer darum kümmern, für ihre Truppen Winterbekleidung zu beschaffen. Und das hat bei diversen Armeefraktionen mehr oder weniger gut geklappt. Wir beschäftigen uns heute da mit der russischen Armee und der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg. Wie bei jeder Uniformvorstellung, die wir für euch machen, beginnen wir auch in diesem Video mit der Kopfbedeckung. Aceton, wie war denn das damals in der russischen Armee? Was hatte man da als Winterbekleidung auf dem Kopf? Also natürlich hatte man aufgrund der klimatischen Bedingungen im Russischen natürlich mehr Erfahrung mit Kälte und schlechtem Wetter gehabt. Da fangen wir mal mit den einfachsten Dingen an. Dies ist keine hübsche Unterwäsche. Dies ist nämlich ein Ohrenschützer. Die gab es übrigens bei der deutschen Armee auch. Die wurden auch geliefert. Nur da war immer das Problem, die mussten die, wenn das Wetter wieder schöner wurde, auch wieder abgeben. So wie viel Winterbekleidung Anfang des Krieges auf deutscher Seite. Während eben die Russen das ganze Jahr über im Tornister dann mitgeschleppt haben. Aber dann hatten sie es auch, wenn es dann dementsprechend die Wetterbedingungen wurden. Das ist ja ganz fantastisch. Nee, das lässt du schön drin. Und so war man schon etwas gegen Wind geschützt und die Ohren froren eigentlich gleich ab. Ja. Was gab es sonst noch für alternative Kopfbedeckungen? Weil bei den Deutschen war das so, Kopfbedeckungen wie Schlauchschals etc. waren eher privat zu beschaffen. Viele Soldaten haben dann nach der Einführung des Stahlhelms angefangen, ihr Krätzchen unter dem Stahlhelm zu tragen, weil es war nicht so viel da oder man hat den Schal drüber gebunden. Die russische Armee war dann noch ein bisschen besser aufgestellt zum Thema Wintermützen. Die hatten dann die Pelzmütze gehabt, die Uschanka. Das ist hier Schafsfell und das wurde dann eben später dann zu Sowjetzeiten dann gerne von Politgrößen dann auch noch weiterhin getragen. Und die hatten ja auch das ganze Jahr über im Tornister? Genau, deswegen sieht man die meistens auf den Fotos recht breit gedrückt und nicht mehr so schön rund, wie sie eigentlich sind. Und da stehen dann auch meistens die Ecken ab. Aber warum war das so? Warum waren die so eckig? Einfach, dass man das als Kissen genommen hat im normalen Betrieb. Ursprünglich kommt das dann wieder von Reitereinheiten, die das dann eben schon seit Jahrhunderten so in der Form getragen haben, ja. Eben die Kosaken. Also war ein sehr multifunktionales Bekleidungsstück. Im Sommer war es ein Kissen und im Winter eine schöne warme Mütze. Und man kann diese noch weiter ausklappen und hat dann praktisch nochmal den kompletten Kopf geschützt im Lammfell und dann eben hier nochmal für die richtigen Tage sogar noch mit Mundschutz. Also und das hatte wirklich jeder Soldat? Das hatte jeder Soldat, jeder einfache Soldat. Und da das eben auch recht teuer war, dieses Fell, war dann der Nachfolger dann eben der Vorgänger der Bourgogne-Mütze. Der hatte sich auch noch nicht durchgesetzt. Ja. Geht das so oder muss ich das? Das geht so. Ja. Die ist richtig warm. Ist dir jetzt warm, Aceton? Ja. War es das mit russischen Kopfbedeckungen im Winter? Ja, was machst du aber, wenn es richtig kalt wird? Ja, das ist die Frage. Ja. Deswegen hat man dann eben noch wieder bei den Kosaken abgeguckt, diese Zusatzkapuze gehabt. Und die kommt dann auch noch drüber? Die kommt dann auch noch drüber. Und ich wechsle mal wieder, weil die war dann auch dafür gedacht, über die normale Feldmütze drüber, eben als Kapuze und dann auf Wache dann eben zum einen als Schalersatz, dass man sich hier dann wirklich einmummeln konnte, beziehungsweise dann in normalen Betrieb oder das dann als Kapuze dann eben unter den Schulterklappen getragen und vor den Körper dann verschränkt.
Das waren dann jetzt erstmal die russischen Kopfbedeckungen. Bei den deutschen ist das alles sehr viel übersichtlicher. Es gab, wie gesagt, sehr viel privat beschaffte Sachen, sprich Schlauchschals, Wollmützen, Pulswärmer, Ohrenschützer. Das waren Dinge, die konnte man ganz normal im Katalog kaufen. Das haben sich die Soldaten von ihren Verwandten zuschicken lassen, gerade in den kalten Monaten. Hier sei auch wieder zu sagen, es war nicht angedacht, Winterbekleidung auszugeben. Daher hatten die Bekleidungsämter dann dementsprechend angefangen, auch Pulswärmer, Ohrenschützer, Fäustlinge auszugeben, die dann aber, wie vorhin schon erwähnt, dann im Frühjahr wieder eingesammelt wurden. Ich habe davon leider nichts da, kann euch das nicht zeigen. Wir blenden aber euch gerne Bilder ein, wenn wir welche finden. Dann machen wir jetzt weiter mit dem Mantel. Die Ausrüstung lassen wir weg. Die ist ja trivial, die ist nicht wichtig für die Winterbekleidung. Dann würde ich sagen, machen wir als nächstes den Mantel. Wie war das bei der russischen Armee? Bei der deutschen Armee war das ja so, man hatte ganz am Anfang einen sehr dünnen Mantel. Das war das Modell 1894. Der war noch sehr ungefüttert. Genauso wie das Modell 8, was dann eingeführt wurde. Das waren beides Mäntel, die waren nicht sehr gut gefüttert. Man ging, wie gesagt, von einem schnellen Kriegsende aus und wollte dem Soldat Gewicht ersparen, hat daher an der Fütterung des Mantels gespart, auf dem Marschgepäck, was sich ja sehr nachteilig auswirkte. Daher wurden danach später weitere, deutlich besser und funktionalere Mantelmodelle eingeführt. Wie war das bei den Russen? Also da hatte man ja dann mit den Napoleonischen Kriegen den Mantel als eigenständiges Kleidungsstück eingeführt gehabt. Und er wurde von jedem Soldaten immer mitgeführt, sommers wie winters. Im Sommer dann eben meistens als Mantelrolle. Eben quer über die Brust getragen, wurde dann eben auch als Decke, als Deckenersatz genutzt zum Schlafen. Und dann eben auch vom Schnitt her sehr dick und dementsprechend auch winddicht und gegen kältere Temperaturen, die eben in Russland vorherrschten, gut geschützt. Wie war das mit der Fütterung? Bei den deutschen Mänteln ist die Fütterung ja meistens im Torsobereich und teilweise in den Ärmeln. Wie ist das bei den russischen Mänteln? Also hier hat man dann eben noch bis in die Ärmel rein Leinfutter, daneben auch der Torsobereich nochmal und dann erst ab der Hüfte wird dann eben das Innenfutter gespart. Zusätzlich gab es dann eben noch für richtig kalte Tage die Wattejacke zum drunterziehen unter den Mantel, die sogenannte Telegraika. Und während dem Ersten Weltkrieg hat man dann festgestellt in den Gräben, die Wattejacke, die reicht völlig aus für den normalen Dienst. Deswegen wurde die dann eben auch später als normales Uniformstück eingeführt. Ja. Bei den Deutschen gab es zum Drunterziehen, wenn der Mantel an sich nicht gereicht hat, noch die Möglichkeit, sich eine Ärmelweste oder so eine Art Polunder anzuziehen. Die gab es dann auch von der Kammer, aber überwiegend privat beschaffte Stücke. Man hatte auch die Möglichkeit, je nach Dienstgrad, sich einen Mantel privat zu beschaffen. Die gab es dann gefüttert aus Fell, aus Leder. Das sieht man auf Originalfotos relativ oft, dass dort privat beschaffte Mäntel getragen wurde, die dann deutlich besser vor Kälte geschützt haben als das, was dienstlich geliefert wurde. Ich habe es am Anfang des Videos gesagt, wir werden uns nur auf die Bekleidung beschränken. Aber da ich die Frage in den Kommentaren kommen sehe, Aceton, was hast du da für ein Messer? Mein Brotmesser. Da stellt sich mir jetzt natürlich die Frage, was du damit für Brote schneiden möchtest. Das ist ein Bebut, wie man auch sieht, ein originales Bebut, im Gegensatz zur Scheide. Stammt natürlich auch aus der kaukasischen bzw. Kosakenkultur. Die wurde ab 1907 an Truppenteile ausgegeben, die selber kein Gewehr hatten. Sprich MG-Schützen, berittene Artillerie, damit sie eben dann, wenn der Zar vorbeikommt, dann eben auch was zum Präsentieren haben. Konnte aber dann eben auch ab Unteroffizier selber besorgt werden, weil es einfach schick aussieht. Also als Privatbeschaffung quasi eine alternative Seitenwaffe. Ja, es wurde jetzt nicht im Kampf benutzt. Es war einfach bloß Deko-Artikel gewesen. Gut zu wissen. Dann haben wir darüber gesprochen. Wenn ihr weitere Fragen habt, Dinge, die uns nicht auffallen, dann schreibt die bitte unbedingt in die Kommentare, dann können wir darüber reden. Kopf und Oberkörper sind vor Kälte geschützt. Was kommt als nächstes? Die Handbedeckung, Handschuhe. In meinem Fall ist das jetzt so, das sind privat beschaffte Handschuhe für die Unteroffiziersdarstellung. Die hatten nämlich die Berechtigung, Handschuhe zu tragen. Für Mannschaften gab es dann Handschuhe für den Winter aus anderen Materialien oder teilweise auch aus Leder, dann aber meist in feldgrauer Färbung. Eben auf russischer Seite gab es dann eben auch normale Wollhandschuhe. In dem Fall sind das hier Marine
Handschuhe, die ich mir dann selber dann versorgt habe. Die sind doppelwandig, Kälteschutz und Nässeschutz. War das gängig, dass man sich von anderen Waffengattungen Ausrüstung beschaffen konnte? Gab es das im Laden zu kaufen oder konnte man das beantragen? Wie lief denn das? Also man konnte das im Laden kaufen, aber man musste es sich dementsprechend auch leisten können. Also der einfache Bauernsoldat, der konnte sich das natürlich nicht leisten. Dementsprechend hat er aber zum Beispiel jetzt auch mal in Hasenfell Handschuhe zugeschickt bekommen aus der Heimat oder sowas. Ja, was hat denn der normale Bauernsoldat dann an den Händen gehabt? Weil der hat ja nicht das Geld für Marinehandschuhe. Der hatte dann eben normale, einfache Wollhandschuhe gehabt, die dann aus graubrauner Wolle gewebt waren. Und die haben gereicht oder gab es da Alternativen zu? Da gab es dann noch zusätzlich Fäustlinge. Und da kann man sich natürlich fragen, so an und für sich sind die ja dann warm, die kann man dann eben nochmal über die Handschuhe drüber ziehen. Aber ich kann mir die Frage schon denken, die dann kommt, wie schießt man denn dann? Der Russe ist zwar nicht klug, dafür schlau. Und zwar der rechte Daumen ist etwas dünner. Dementsprechend könnte man dann auch mit dem rechten Daumen das Gewehr abkrümmen. Und das... Was? Sorry, das sollte mir ja gerade völlig aus den Socken. Wie doof ist das denn? Ist die Alternative. Frieren oder... Aber konnte man so präzise schießen? Natürlich dann nicht. Dementsprechend, also wir haben es auch gesehen, dass dann eben auch nochmal Bände dran genäht waren und dann hier mit Faden dann einmal quer durch den Ärmel durch, wie damals hier. Ja, wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten, dass man die Handschuhe nicht verliert, dass man die eben abstülpen konnte und dann eben hing die runter und man hat dann normal schießen können. Der rechte Daumen ist für viel dünneres Material. Ja. Und das ist auch originaler Stoff. Also kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier irgendwie was Privates oder handgenähtes ist. Nee, es ist richtiger, offizieller Uniformstoff. So, wir fassen nochmal zusammen. Der Kopf ist geschützt, der Oberkörper ist geschützt, die Hände sind geschützt. Was kommt als nächstes? Die Füße. Das Schuhwerk. Bei den Deutschen war das damals so, es gab den handelsüblichen Marschstiefel und die Schnürschuhe, aber meines Wissens nach keine speziellen Winterstiefel. Es gab sehr wahrscheinlich privat beschaffte Winterstiefel, aber der normale Soldat hat seine Schuhe vor Kälte dadurch geschützt, dass er sich dicke Socken anzog und darüber noch sogenannte Fußlappen wickelte, was mehrere Schichten ergab. Und Stoffschichten und Luftschichten isolieren sehr gut. Dementsprechend hatte man mehr oder weniger warme Füße. Wie war das bei den Russen? Also da war dann eben auch, zumindest in der Theorie im Frieden, Sommer über Schnürschuhe mit Wickelgamaschen und dann ab Herbst für den Winter Lederstiefel, die dann eben etwas höher waren. Und wenn es richtig kalt wurde, dann kam dann altes bäuerliches Mittel zum Einsatz. Diese sogenannten Walenki, das sind hier dicker Filz, reiner dicker Filz. Die angeblich soll da Katharina die Große damit in ihrem Palast getanzt haben. Mit Filzstiefeln? Mit Filzstiefeln. Auf gutem Marmorboden. Also so auf dieses Bäuerliche gestanden hat. Und wenn es richtig kalt wurde, hat man immer gesagt, die erstmal ins Wasser eintauchen und dann an der kalten Luft eben nochmal eine Eisschicht dran frieren lassen, dass die dann wirklich dicht wurden. Und hat man die dann über die Stiefel gezogen oder hat man dann die Stiefel... Als ganz normalen Stiefel getragen. Okay, also nichts weiter, Socken, nichts weiter. Stiefel. Das Problem ist natürlich jetzt hier unsere mitteleuropäischen Verhältnisse. Im normalen Winter weicht das natürlich auf, löst sich auf. Und da gab es dann eben nochmal Galoschen. Am Anfang hat man dann eben aus Birkenrinde diese Schuhe nochmal als Überschuh drüber gemacht. Und später dann, als die Gummiverarbeitung aufkam, hat man dann eben aus Gummigaloschen noch drüber gezogen. Was ist eine Galosche? Nur kurz, dass wir das erklären. Eine Galosche ist nochmal ein Überschuh. Ah, okay. Quasi eine Sohle zum Anziehen. Ja. Gut. Gab es bei der Bundeswehr auch, dass man dann eben hier über den Stiefel dann nochmal einen Gummischuh drüber ziehen konnte. Ja, hat nur nie funktioniert. Okay. Wir haben jetzt die grundlegenden und wichtigsten Sachen zum Schutz vor Kälte durchgesprochen.
Was jetzt noch ein ganz kurzes Thema wäre, was wir euch unterbreiten können, wäre der Unterschied zwischen Sommer- und Winterbekleidung, beziehungsweise was es da gab. Auf deutscher Seite gab es damals die Versuche einer Sommerbekleidung. Das hat sich nicht durchgesetzt, beziehungsweise es wurde einfach nicht eingeführt. Die genauen Gründe sind mir da nicht bekannt. Man sieht es dann eher, dass die deutschen Soldaten angefangen haben, im späteren Kriegsverlauf ihre Trillichuniform feldgrau zu färben und dann eher sowas in der Etappe oder auf mittlerer Front zu tragen. Und dementsprechend gab es auf deutscher Seite keine klare Sommeruniform. Man hat diese Uniformen dann Sommer wie Winter getragen. Wie war das bei den Russen? Bis Mitte des 19. Jahrhunderts hatte man dann eben denselben Waffenrock wie die preußische Armee gehabt. Aber man hatte dann eben auch in tropischen und wüstenartigen Gebieten gekämpft. Also Kasachstan, Richtung Persien hatte man gekämpft und festgestellt, dass die einfache Sportuniform, sprich die Gymnastrojka, als normales Uniformhemd völlig ausreichend ist. Hat man dann eben nur die Schulterklappen drauf befestigt. Das war erstmal bloß für eben Truppen, die im Südraum agiert haben, vorgesehen. Bis dann ungefähr bis zum russisch-japanischen Krieg wurde dann nochmal als Reform eingeführt, dass die komplette Armee dann eben mit Gymnastrojka bis zum Offizier hinauf dann damit ausgerüstet wurde für den Sommer. Also Sommer, Frühjahr, dann ab Herbst wurde dann eben die Wolluniform angezogen. Offiziere hatten dann eben noch den sogenannten Kittel gehabt, den Offizierskittel, der dann eben nochmal den Waffenrock ersetzt haben, und die hatten dann auch noch Zusatzbekleidung wie Pelzmäntel, dann eben noch die kurze Variante des Pelzmantels mit eben auch eher Schaffellbesatz. Also die waren dann noch etwas besser ausgerüstet gewesen als der einfache Soldat. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Vergleich gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.